Dir ist sicher schon aufgefallen, dass du das, was du im Deutschunterricht lernst, nicht immer so auch auf der Straße hörst. Ganz einfach deshalb, du wirst es dir schon denken, weil wir dort umgangssprachlich sprechen. Damit du auch in diesem Bereich fit wirst, sprechen wir heute über 8 umgangssprachliche Ausdrücke, die du kennen musst und die deutsche Muttersprachler immer wieder benutzen. Bevor es aber losgeht, würde ich mich freuen, wenn du mein Video likest, meinen Kanal abonnierst und auch die Benachrichtigungen aktivierst, damit du keins meiner Videos verpasst. Also dann, legen wir los! Der erste Ausdruck, über den ich sprechen möchte, ist „Was soll's?“ Was soll's benutzen wir immer dann, wenn wir ausdrücken möchten, dass wir an einer Sache nichts mehr ändern können. Es schwingt auch oft eine Enttäuschung mit, aber vielmehr ist es wie eine Art Kapitulation. Also wir geben eine Sache auf, die aus unserer Sicht nicht mehr zu ändern ist. Ich gebe dir ein paar Beispiele für ein besseres Verständnis. Ich habe gestern den ganzen Tag in der Küche gestanden und für das Sommerfest gekocht. Jetzt wurde es aber wegen Regen abgesagt. Was soll's? Ich kann nichts daran ändern. Es ist, wie es ist. Oder ich habe Hunderte von Euro für Lottoscheine ausgegeben, aber nichts gewonnen. Naja, was soll's? Beim nächsten Mal vielleicht. Achtung, aber bitte nicht verwechseln mit „Was soll das?“ Das ist nämlich ein Ausruf der Empörung und der Ton ist auch ganz anders. Also, was soll's und was soll das? Für Letzteres habe ich auch ein Beispiel. Stell dir vor, du stehst in einer Schlange und wartest, dass du drankommst und jemand drängelt sich einfach vor. Dann rufst du: „Hey, was soll das?“ Oder ein anderes Beispiel. Du gehst auf der Straße entlang und jemand rempelt dich an. Dann sagst du auch: „Hey, was soll das?“ Oder auch einfach: „Hallo?“ Und zack, hast du gleich 2 umgangssprachliche Ausdrücke gelernt. Gehen wir zum nächsten Ausdruck. Das hat mich umgehauen. Wenn dich etwas umhaut, dann hat das nichts mit Gewalt oder Schlägen zu tun, sondern damit, dass du etwas gesehen oder erlebt hast, das dich so beeindruckt hat, dass du sprachlos bist. Beispiel: Die Aussicht aus dem Hotelzimmer in Santorini hat mich einfach umgehauen. Oder das Konzert von Taylor Swift war unbeschreiblich. Es hat mich richtig umgehauen. Auch eine Person kann dich umhauen, wenn du sie besonders attraktiv oder beeindruckend findest. Der nächste Ausdruck ist „Mir ist nicht nach“ oder „Mir ist nicht danach“. Und das bedeutet ganz einfach, dass man keine Lust auf etwas hat. Beispiel: Möchtest du heute ins Kino gehen? Nee, mir ist nicht danach. Oder sollen wir in die Stadt gehen? Nee, mir ist nicht danach. Ich bleibe lieber zu Hause. Ob du nach oder danach benutzt, entscheidet der weitere Verlauf des Satzes. Wenn ein Nomen folgt, benutzt du die Präposition nach. Zum Beispiel: Mir ist nicht nach Spazierengehen oder mir ist nicht nach Sport. Wenn du jedoch einen Nebensatz hast oder kein Nomen, dann benutzt du danach. Mir ist nicht danach. Oder mir ist nicht danach, schwimmen zu gehen. Ein etwas salopperer Ausdruck, den du bereits kennst, ist „Ich habe keinen Bock“. Das ist allerdings von der Bedeutung her ein bisschen stärker als „Mir ist nicht danach“. Mit dem nächsten Ausdruck umschreiben wir, dass uns etwas nicht gefällt und nicht unserem Geschmack entspricht. Wenn du also sagen möchtest, dass du zum Beispiel keine Horrorfilme magst und sie dir nicht gefallen, dann kannst du sagen: Horrorfilme sind nicht mein Ding. Muttersprachler fügen dann auch noch gerne ein „so“ hinzu. Also, Horrorfilme sind nicht so mein Ding. Bedeutet, ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Was ist denn nicht so dein Ding? Schreib es unten in die Kommentare. Also, in meinem Fall ist es Skifahren. Skifahren ist nicht so mein Ding.
Übrigens, wir verkürzen diesen Satz auch manchmal gerne, indem wir sagen, das ist nicht so meins, anstatt mein Ding. Zum Beispiel Karneval, das ist nicht so meins. Hier wirst du auch sehen, dass wir in der Umgangssprache gerne auch mal ein paar Endbuchstaben weglassen, wie zum Beispiel anstatt das ist nicht mein Ding, sagen wir nämlich oft, das ist nicht mein Ding. In der Umgangssprache vollkommen in Ordnung, aber in der geschriebenen Sprache natürlich nicht. Kommen wir zum nächsten Ausdruck. Das volle Programm. Das bedeutet so viel wie alles, was möglich ist. Beispiel: Was für eine Behandlung möchtest du im Spa haben? Sie haben Maniküre, Pediküre und kosmetische Behandlungen. Ich will das volle Programm. Oder: Und wie war die Schulung am Wochenende? Richtig anstrengend. Wir hatten das volle Programm und fast keine Pause. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Wir gehen weiter zum nächsten Ausdruck. Auf die Piste gehen. Nein, das hat nichts mit Wintersport zu tun, sondern bedeutet einfach, dass man am Abend ausgeht und unterschiedliche Clubs oder Bars besucht. Zum Beispiel: Am Wochenende gehe ich mit meinen Mädels wieder auf die Piste. Alternativen sind aber auch ausgehen. Zum Beispiel: Am Wochenende gehe ich mit meinen Mädels aus. Oder auch um die Häuser ziehen. Am Wochenende ziehe ich mit meinen Mädels um die Häuser. Du siehst, du hast unterschiedliche Möglichkeiten, ein und dasselbe auszusagen, mit unterschiedlichen umgangssprachlichen Redemitteln. Und zum Schluss noch ein kurzer Ausdruck, nämlich das hat was. Vielleicht hast du ihn ja auch schon einmal gehört. Wenn wir etwas sehen, das uns interessant erscheint, sowohl bei Sachen als auch bei Personen, dann sagen wir, das hat was. Beispiel: Schau mal das Kleid im Schaufenster. Ich finde, das hat was, oder? Oder: Guck mal, der Mann an der Bar, der hat was, oder? Oder: Ich finde, Tennis hat was. Ich will es unbedingt einmal ausprobieren. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und du etwas Neues lernen konntest. Versuche diese Ausdrücke selbst einmal anzuwenden, denn du weißt ja, je öfter du anwendest, was du lernst, desto besser bleibt es im Kopf. Hab einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.